Der neue Prada Paradigm Le Parfüm ist raus, ja. Und ich durfte ihn testen, beziehungsweise bei meinem Nachbarn mal wieder. Und ja, der hat einige neue wieder am Start. Da wird einiges kommen. Und ich habe ja letztens schon gepredigt, dass ich Prada immer feiere für für seine sexy Düfte, was es ja oder was ja auch stimmt. Sie machen es richtig gut. Die haben einen Wiedererkennungswert. Sie sind ultra sexy, sie sind einfach genial. Das ist Prada. Und Prada Paradigm, das Original, den mochte ich nicht. Den mochten aber viele nicht. Ich bin jetzt nicht mit auf den Zug aufgesprungen, aber ich habe auch ich glaube, ich habe mir auch 'n Video zu gemacht und mir hat das gar nicht gefallen. Ich habe den das erste Mal, in Altona in der Parfümerie, gerochen, habe gedacht: „Was soll das? Was macht Prada da?“ Erst machen sie was weiß ich was für Düfte und dann machen sie so was. Und jetzt kommt das Le Parfüm. Wir gehen erst mal rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog. Moin aus Hamburg, Freunde. Yes. Ja, wenn ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Das würde mich natürlich freuen. Freunde, so gehört sich das. Und ja, Prada wieder mal mit einem neuen Duft, aber neu ist er nicht wirklich. Es ist das Le Parfüm von Paradigm, das heißt wieder ein Ableger zum Tausendsten. Es ist jetzt erst der zweite, ne? Also, oder der erste Ableger. Aber das Problem ist, macht doch was ganz Neues immer. Nicht immer irgendwie ein Ableger hiervon, davon. Ich weiß ja nicht, anscheinend muss er ja weltweit gut angekommen sein, weil sonst würde Prada da jetzt nicht irgendwie 'ne neue Version machen als Le Parfüm. So, wie gesagt, das Original fand ich nicht gut. Viele fanden's nicht gut. Es war einfach unnötig. Einer mit der, sage ich mal, unnötigsten Düfte von Prada. Es kann natürlich sein, dass sich die Meinung ändert. Das Schöne ist ja, ich hatte ja schon wie bei Angel Share, ich mochte den Anfang nicht und ich bin auch nicht auf den Zug aufgesprungen und so paar Jahre später feiere ich ihn, ne? Also hier, das ist jetzt Apple Brandy, ich habe dahinter Angel Share, meine ich. Und, feiere ich. Und habe ich übrigens letztens bei einer, Dame gerochen, wo es 28 Grad war und sie hat sich eingeballert mit Angel Share. Ja, kann man machen. War gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall, dementsprechend kommt jetzt das Le Parfüm und ich durfte es bei meinen Nachbarn riechen, weil der hatte immer das Glück, Proben aufzubekommen oder schon den Flakon et cetera pp. Und ich habe ihn da als, Probe bekommen und, oder beziehungsweise sprühen durften oder habe ihn aufgesprüht und so weiter. Was soll ich sagen? Es ist auch ein Duft, den man eigentlich nicht braucht und es hat sich auch nicht so viel verbessert. Es ist cremiger geworden, aber auch süßer. So, und jetzt könnt ihr euch selber 'n Bild malen. Es ist Rosengaranie, Bonbon, Rosengaranie drin, was auch immer das darstellen soll. So, also Rosengaranie kann ich verstehen, Bonbon Vanille kann ich auch verstehen, aber nicht, ja, das, als Rosengaranie. I don't know, keine Ahnung. Dann kommt Leder und Vanille hinzu. Der Duft ist meines Erachtens wirklich bisschen süßer irgendwie. Ich habe den anderen jetzt nicht mehr im Kopf. Was heißt, er ist süßer. Und, das Ding ist, es ist unnötig. Ich habe ja eben am Anfang des Videos erwähnt, warum Prada? Macht doch was ganz Neues wieder. Ihr habt gemerkt, vielleicht ich muss das zurücknehmen. Wahrscheinlich wurde der, ordentlich gekauft weltweit und im Laden. Die sind eben nicht so wie wir, die jeden Duft auseinandernehmen und so weiter. Der Duft kommt einfach gut an, Punkt, im Endeffekt anscheinend. Weil sonst hätten sie niemals, wenn der Duft so schlecht, angekommen wäre da draußen wie auf Parfumo oder bei anderen oder bei den Creatoren, whatever, dann wäre der Duft gar n oder dann wäre das Le Parfüm hier niemals erschienen, meines Erachtens. Aber gut, Fakt ist, er ist erschienen und er wird wahrscheinlich wieder Anklang bekommen. Er wird bei den großen Parfümerien stehen, die Leute werden's kaufen, es wird süß sein, es wird auffallen, bla bla bla. Aber es ist nicht Prada-like. Das ist es nicht. Und das finde ich schade, weil, das hat Prada auch gar nicht nötig. Ich meine, Prada macht so gute Düfte, da wo ne, der Prada L'Homme als Beispiel nur. Man sollte natürlich nicht immer nur Prada L'Homme als Beispiel nehmen, aber, Prada Luna Rossa Sport, perfekt. Oder die ganze Sportreihe von Prada, ist doch egal. Und einige andere Düfte noch sind einfach genial. Das ist Prada. Und das Paradigm ist, oder Paradigm oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt, das ist nichts. So, und das hätte man sich sparen können, weil das noch mal hat Prada nicht, sage ich mal,
nötig, sowas zu machen. Und gerade, das passt jetzt gerade, es ist ein süßlicher Duft, der süßer ist. Viele, oder was ich schon gelesen habe, dass vielen das Original schon nicht abkonnten, weil es zu süß war. Wir haben jetzt zum Beispiel heute 30 Grad. Ich stehe hier, es ist verdammt warm, noch im Licht ist es also noch wärmer. Es ist einfach warm und dann überlege ich mir: „Okay, cool, ich mache es warm“, ne? Es kann 365 Tage warm sein. Das Ding ist nur, für mich ist es egal, aber für viele passt es ja nicht im Sommer, süße Düfte rauszubringen. Dementsprechend macht das meines Erachtens keinen Sinn, so einen Duft rauszubringen, auch wenn sie meinen, vielleicht da kommt irgendwas mit Rosengarn oder irgendwas Leder, Vanille. So, ich weiß es nicht. Da macht sich, ich weiß nicht, ob das letzte Männerparfüm war auch Paradigm oder war da noch einer zwischen? Das habe ich jetzt vorher nicht geguckt. Wenn es der normale Paradigm war und jetzt kommt Prada wieder mit den Ableger Lip Parfüm, aber dazwischen war kein anderer Duft, dann ist das nicht gut für Prada, dann ist das schlecht. Aber noch mal, das sehen nur wir so. Das sehen andere, das sehen die auf Parfumo, das sehen aber anscheinend nicht die da draußen, weil noch mal, würde der Duft draußen genauso beschissen ankommen wie hier, meines Erachtens wäre er nicht als Le Parfum denn erschienen. Ja, und zur Haltbarkeit, ja, äh, was soll ich da sagen? Ist es auch völlig egal. Eigentlich ja, das Problem ist, dass er ein bisschen anders hält, besser hält, damit oder weil er die Süße hat. Dementsprechend, ist es für mich nerviger, sagen wir mal so. Was heißt nerviger? Es ist mir auch scheißegal, wie süß ein Duft. Ich mache gern süße Düfte. Hier, es gibt so viel süße Düfte, die ich habe. Das Ding ist nur, dieser Duft ist unnötig. So, ich glaube, ich werde das ganze Video erwähnen, weil es gibt nichts mehr anderes zu sagen. Wollt ihr was wollt ihr 'ne etwas rosig, lederartig, vanilleartiges? So, kennt ihr den, 1., nur ein bisschen in ist eigentlich nicht der Rede wert, in cremiger, süßer ein bisschen, so was heißt bisschen? So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist Paradigm Le Parfum. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr den eventuell schon getestet? Wenn nicht, macht es später. Wenn ihr den getestet habt, schreibt später hier in die Kommentare, weil es würde mich einfach interessieren. Das ist aber wieder ein Duft, der wird durch die Decke gehen. Allgemein wahrscheinlich, wenn man auf TikTok dieses wie über den Duft wahrscheinlich wird das I don't know, ich bin raus da groß aus TikTok. Da werde ich demnächst was anderes ja machen als Fragrance Store, klar, ne? Aber na ja, die Leute, die mich da freuen, werden das sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Duft unnötig ist, ob der Bonbon, Rosengaran. Was soll das? Gibt es Ich bin jetzt kein Rosen oder Blumenexperte, aber gibt es wahrscheinlich gibt es das, aber vielleicht ne, ich kann mir nicht vorstellen, Bonbon, Rosengaranie. Was soll dieser Scheiß? So, einfach Rosengaranie. So, es riecht nach Rose 'n bisschen, Leder, Vanille, süß, cremig. Schön. Aber die DNA ist eben da vorhanden und der Duft war vorher nicht gut und er wird jetzt nicht dadurch besser. Also ein Duft, ich habe das noch nie erlebt, dass wenn ein Duft richtig abgelust hat, also jedenfalls unter den guten oder und verrückten Parfümfans, dass wenn dann ein Le Parfüm kam oder ein Extrait de Parfüm oder ein Eau de Parfüm oder ein Parfüm oder ein hast du nicht gesehen, was für eine Version. Das hat der meistens nicht rausgerissen, weil das nicht möglich ist. Weil wenn du die DNA auch mit drin hast, macht es ja nicht so wirklich Sinn. Noch mal jetzt vorweg, teste den trotzdem, das ist meine Meinung. Vielleicht ist meine Meinung auch in 6 Monaten anders oder whatever oder aus'm Flakon noch mal. Das werde ich vielleicht auch mal, ihr wisst ja, Proben sind immer anders, das habe ich auch schon erwähnt oft. Aber Fakt ist, sagen wir mal so. Mehr kann ich da nicht sagen. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr den kennt oder meinetwegen schreibt auch rein, ob ihr den alten kennt. Was sagt ihr so? Braucht es ein Le Parfüm? Meines Erachtens braucht es das natürlich wieder nicht. Nicht. Lasst es endlich mit diesen Flankern. Bringt neue Ideen, aber haben die wahrscheinlich nicht. Dann bin ich raus, Freunde. Grüße gehen raus an euch und an meine Mitglieder. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wenn es wieder heißt Parfüm. Wie auf dem Kirmes hier. Oder Jahrmarkt, wie man hier sagt. Oder vielleicht auch Hamburger Dom, weil ich aus Hamburg komme. Also bis zum nächsten Mal.